Die Square-Aktie wird von vielen Anlegern als Geheimfavorit im Payment-Sektor gehandelt. Im Bitcoin-Boom setzten sie genau auf dieses Pferd und boten auch in ihrer Cash-App die Möglichkeit, dass ihre Nutzer sehr leicht Bitcoin über die App kaufen konnten. Eine Vision, die sie haben: eine App, in der Nutzer ihre Gehaltszahlungen erhalten können, in Aktien und Kryptowährungen investieren können, Zahlungen an Freunde senden können und in Geschäften bezahlen können. Ob die Aktie deshalb in meinem Portfolio gelandet ist, erzähle ich euch in diesem Video. Viel Spaß dabei. Großes Dankeschön an die Kanalmitglieder Jan Engelmann, AG, Leon Speth, Fabian Marquardt und Dominik Dörr. Wenn auch du wissen möchtest, was eine Kanalmitgliedschaft mit sich bringt, klick unten auf den Button Mitglied werden. Wenn wir auf die größten Dienstleister von Online-Payments blicken, dann sehen wir zunächst keine Spur von Square und ihrer Cash-App. Wesentlichen Bekanntheitsgrad in den USA, zumindest Umfragen zufolge, halten hier PayPal, Venmo, die ebenfalls zu PayPal gehören, Google Pay, Apple Pay und Amazon Pay. Und damit sehen wir auch gleich, mit welchen Giganten sich Square hier anlegt. Square bietet nämlich, genau wie die genannten Konkurrenten, die Möglichkeit, dass man bequem über ihre Cash-App als Anwender Zahlungen online per Smartphone abwickeln kann. Schauen wir auf die Zahlungen per Smartphone in sogenannten Point of Sales oder an sogenannten Point of Sales, also zum Beispiel in Restaurants, Bars, Geschäften und so weiter. Dann sehen wir, dass hier Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay und Chase Pay signifikant vorne liegen in den USA. Die USA, das ist das Heimatland von Square. Erfolgreich expandieren möchte Square zunächst nach Japan, Kanada, Großbritannien und Australien. Die Konkurrenz um PayPal zum Beispiel ist hier hingegen schon länger weltweit bzw. in vielen Regionen der Welt aktiv. Die Idee des mobilen Bezahlens ist also nicht neu und Marktanteile werden nur schwer zu erobern sein. Wichtig bei Payment-Apps sind nämlich die sogenannten Netzwerkeffekte. Was nützt mir eine super funktionale Bezahl-App, mit der ich eben Geld versenden kann, wenn es niemanden gibt, der die App ebenfalls nutzt und der das Geld erhalten könnte? Die Verbreitung der App bzw. des Services von Square steht damit zunächst vor sämtlicher Rentabilität, um sich eben überhaupt langfristig in diesem Haifischbecken halten zu können. Dennoch, Square hat mittlerweile immerhin mehr als 36 Millionen Nutzer. Das ist schon eine ordentliche Summe, wenn man bedenkt, dass der Fokus fast noch ausschließlich auf den USA liegt. Die sogenannte Cash-App von Square lag im Februar 2021 im Google Play Store in den USA auf Platz 7 der beliebtesten Apps mit ca. 1,24 Millionen Downloads. Sie war nach Google Pay die zweitbeliebteste Finance-App im Play Store. Schauen wir hier noch ein bisschen tiefer auf die Details. Die Anzahl der Downloads der Cash-App von Square lag seit Februar 2021, also seit der Kalenderwoche 5 unten, bis Anfang Mai deutlich vor der Anzahl der Downloads von PayPal im App Store, also jetzt geht es um iOS-Geräte, in den USA. Das gleiche gilt für den Vergleich zwischen Square und Venmo, einer ähnlichen App, die ebenfalls zu PayPal gehört. Dabei kratzte Square fast durchgängig an der 500.000er Download-Marke, während Venmo und PayPal deutlich dahinter lagen. Dennoch, die Anzahl der Downloads in einem bestimmten Zeitabschnitt ist natürlich nur begrenzt aussagekräftig, da viele Nutzer PayPal vielleicht schon länger auf ihrem Smartphone installiert haben und daher nicht erneut runterladen müssen. Noch spannender ist die Zahl der täglich aktiven Nutzer von Square. Dieser Vergleich ist allerdings nicht basierend auf den App Store Daten von Apple, sondern basierend auf den Google Play Store Daten, also von Google, also vor allem basierend auf Android-Geräten. Der Quelle zufolge hat Square hier seit Anfang Februar täglich zwischen 5 und 6 Millionen aktive Nutzer, während PayPal hier nicht über die 3 Millionen Nutzermarke hinwegkommt. Aus diesen Zahlen und auch aus den Erfahrungsberichten aus den USA kann man schon schließen, dass Square aktuell dort sehr gut im Trend liegt. Allerdings sind solche Nutzerzahlen, also die Messung der aktiven Nutzerschaft, wie die Quelle sie hier eben erhebt, immer einer großen Unsicherheit unterlegen, da die App Store oder Google Play Store Zahlen häufig relativ intransparent und ungenau sind. In den anderen Ländern, wo sie aktiv sind, also im Vereinigten Königreich, Australien, Kanada und Japan, kommt die Cash-App praktisch auf keinen nennenswerten Rang und wird dort kaum bis gar nicht genutzt, zumindest was die Downloads und Nutzerzahlen angeht. Die Cash-App von Square liegt beispielsweise im App Store, also im iPhone App Store Ranking, auf Platz 282 in UK, also im Vereinigten Königreich, und kommt in der Finance-Kategorie aber immerhin noch auf Platz 15. PayPal liegt hier jedoch auf Platz 2 und wächst dort weiterhin wesentlich stärker. Das Segment B2C, also Business to Consumer, also dort, wo Squares Produkte quasi direkt den Endnutzer, Endverbraucher ansprechen, also eben vor allem über ihre App, Cash App,
Blenden wir jetzt einmal kurz aus und widmen uns dem B2B-Geschäft. 2012 kündigte Starbucks an, Square in seinen Filialen als Payment-Dienstleister nutzen zu wollen. Die Partnerschaft hielt dann immerhin bis 2016. Nutzen heißt, dass Starbucks die sogenannten Point-of-Sales-Technologien von Square nutzen wollte. Also vor allem Hardware auch, die für Kreditkartenzahlungen der Kunden eingesetzt werden konnten. 2013 machte Starbucks alleine rund ein Viertel des Gesamtumsatzes von Square aus, beziehungsweise eben die Transaktionen, die Starbucks über die Technologien von Square abwickelte. Und anhand von Starbucks lässt sich auch gut erklären, warum Square nur bedingt mit PayPal vergleichbar ist. Die ursprüngliche Idee hinter Square ist, dass Kleinunternehmer und Mittelständler Kreditkartenzahlungen leichter annehmen können sollten, ohne die teuren Lesegeräte der etablierten Firmen kaufen zu müssen. So entwickelte Square beispielsweise ein Lesegerät für Unternehmer, was man ganz einfach und bequem an ein iPad oder iPhone anschließen konnte, auf dem der Kunde dann seine Kreditkartenzahlung abschließen konnte. Die Technologie wurde hier stetig weiterentwickelt und seit 2015 sind diverse Geräte, die Square anbietet, beispielsweise auch in der Lage, Apple Pay-Zahlungen durchzuführen. Halten wir also kurz fest, ursprünglich war Square vor allem im B2B-Segment unterwegs, das heißt, ihre Kunden waren vor allem Geschäftskunden, die vor allem Hardware und Dienstleistungen oder Software auch benötigten, um die Zahlungsabwicklung, und jetzt kommt's, mit bestehenden Zahlungsmethoden prozessieren zu können. Insofern profitiert hier Square sogar von der immer verbesserten Lage im Mobile-Payment-Bereich, beziehungsweise auch von der Nutzung von Kreditkarten oder eben Apple Pay. Daher ist es extrem schwierig für Square eine eindeutige Marktposition zu definieren. Klar kann man die B2C Cash App mit PayPal und Apple Pay vergleichen. Auf der anderen Seite erhalten sie eben auch Transaktionsgebühren, wenn jemand über ihre Hardware und Software eine Apple Pay Zahlung abwickelt, was wiederum nicht in den Kennzahlen zur Cash App direkt auftaucht. 2014 erwarben sie Caviar, einen Lebensmittellieferanten, den sie 2019 wieder an DoorDash verkauften. Dieser Verkauf ist auch für die schwankenden Kennzahlen im Jahresüberschuss im nächsten Kapitel verantwortlich. 2018 erwarben sie zudem mit Weebly ein Unternehmen, das auf Website-Erstellungen und Hosting spezialisiert war. So können sie mittlerweile ihren Geschäftskunden diverse Services anbieten. Bei Square können die Geschäftskunden, vor allem aber auch Restaurants, eigene Online- und Mobile-Shops erstellen und die Zahlungen über diverse Angebote von Square abwickeln. Wenn wir uns anschauen, wie 2018 noch weltweit die Consumer Transactions abgewickelt wurden, dann sehen wir hier, dass 41% der Zahlungen in-Store erfolgen. Das heißt also beispielsweise im Restaurant oder im Geschäft. Und genau hier setzt Square ursprünglich an, um diese Transaktionen mit der entsprechenden Hard- und Software bei kleinen und mittleren Unternehmen gewährleisten zu können. Dabei haben sie einen sogenannten Cloud-basierten Point-of-Sale-Marktanteil nach Bruttozahlungsvolumen von 51%. Das bedeutet, und jetzt aufpassen, von allen Point-of-Sale-Anbietern, das heißt Anbieter, die eben vor Ort Zahlungsabwicklung im Geschäft anbieten, per Kreditkarte, Bankkarte etc., die ihr Angebot wiederum über die Cloud anbieten, wird in den USA mehr als die Hälfte über Square abgewickelt. Das ist schon ordentlich, wobei hier die Einschränkungen Cloud und USA natürlich zu berücksichtigen sind, wenn man den Vergleich zieht. Wenn wir jetzt einmal das Thema Cloud weglassen und uns nur, die Hardware auch weglassen und uns nur auf die Point-of-Sale-Software konzentrieren, dann sehen wir hier, dass Square etwa einen Marktanteil von 6,7% hat. Oracle ist hier mit 20% führend. Wir halten also fest, im Blick hat Square mit seinem B2B-Angebot vor allem kleine Unternehmer, noch vor allem in den USA, die mit der Point-of-Sale-Technologie von Square, sowohl Hard- und Software, ihren kompletten Betrieb abwickeln könnten, was Zahlungen angeht. Nochmal zurück zum B2C-Geschäft. Warum ist jetzt aber der Vergleich zu PayPal und Co. trotzdem so wichtig? Naja, seit 2013 bietet Square eben auch die sogenannte mehrfach erwähnte Cash-App an. Diese besitzt sehr viele Parallelen zu PayPal zum Beispiel oder Venmo. Man kann als Nutzer kostenlos Geld an Freunde schicken, Bitcoin kaufen, wobei sie hier schneller waren als PayPal, was das Thema Bitcoin angeht, oder sie eben auch nutzen, um in Geschäften zu bezahlen oder online zu bezahlen. Mittlerweile kann man sogar Aktien via Square kaufen. Zukünftig soll man hier drüber sogar seine Steuererklärung anfertigen können und falls der Arbeitgeber Square nutzt, kann man theoretisch hier sogar seinen Lohn erhalten. Wir sehen, dass das Peer-to-Peer-Payment in den USA seit 2013 enorm an Beliebtheit gewonnen hat und in Zeiten von Corona wahrscheinlich sogar noch stärker gewachsen ist. 2020 ist dennoch die Kreditkarte weiterhin das beliebteste Zahlungsmittel in den USA am Point of Sale. Digitale oder rein mobile Geldbörsen liegen hier weiterhin bei vergleichsweise kleinen 10%.
Bereits 2020 erhielt Square auch ihre Banklizenz, was insofern bemerkenswert ist, dass wir hier nun ein weiteres Fintech-Unternehmen haben mit Banklizenz. Der Vorteil: größere Margen als herkömmliche Banken, da sie ihr Bankendasein quasi rundherum um ihre bestehende Technologie errichtet haben, was sie wesentlich agiler, flexibler, moderner macht als eben herkömmliche Banken. Das Ziel ist es also, möglichst die Zahlungs-App zu sein, in denen ihre Kunden sämtliche Zahlungsabwicklungen tätigen, was durchaus Sinn ergibt, denn die Haupteinnahmequelle sind Kosten, die dem Kunden für die Transaktion entstehen, die sie eben erheben. Was zählt, ist letztendlich das Transaktionsvolumen von Square. Hier standen 2020 inklusive des Transaktionsvolumens zu Bitcoin 112,29 Milliarden Dollar an Bruttozahlungsvolumen zu Buche. Zum Vergleich: PayPal erzielte im gleichen Zeitraum mehr als 936 Milliarden Dollar an Bruttozahlungsvolumen, was immerhin beinahe das Neunfache ist. Gut, die Marktkapitalisierung von PayPal ist auch mehr als viermal so hoch wie die von Square. Dennoch ist, denke ich, klar, der Nutzen einer Plattform wird umso größer, je mehr Nutzer Square akquiriert und gewinnen kann, und auch nur das führt zu steigenden Umsätzen und davon sind sie abhängig. 2021 erwarben sie zudem den Musikstreaming-Anbieter Tidal, der unter anderem von Jay-Z gegründet worden ist, der nun im Aufsichtsrat von Square sitzt. Dieser Streaming-Anbieter hatte bereits in der Vergangenheit mit Fälschungen von Abonnentenzahlen zu tun, die vielfach höher angegeben wurden, als sie tatsächlich waren. Naja, gefälschte Nutzerzahlen in Kombination mit einem Zahlungsanbieter: ein Schelm, wer hier Böses denkt. Nein, wir wollen ja nicht den Teufel gleich an die Wand malen. Wir vergeben in der Kategorie der Marktposition 3,5 von 5 Sterne. Ja, natürlich, Square will expandieren und macht dafür auch Werbung wie wild. Die wichtigste Währung ist hier aber das Netzwerk und die Nutzerzahlen. 36 Millionen Nutzer von Square sind natürlich schon eine Ansage, nichts jedoch im Vergleich zu den beinahe 400 Millionen Nutzern von PayPal. Und wer jetzt sagen möchte, ja, aber der Markt ist doch groß genug für alle, dem sage ich, das mag kurzfristig so sein. Dennoch ist gerade im Fintech-Sektor eine Winner-Takes-it-all-Mentalität häufig anzutreffen. Sicher darf man Square nicht abschreiben, dennoch ist die Konkurrenz verdammt hart und die Kernfunktion, Freunden Geld zu schicken oder eben in Geschäften zu bezahlen, sind Tätigkeiten, in denen die Anwender sehr gewohnheitsbezogen agieren. Hier werden Vorlieben und Apps nicht regelmäßig getauscht. Das heißt, auch wenn PayPal einige Geschäftsfelder noch nicht abbildet, die Square adressiert, ich kann ja beispielsweise keine Aktien über PayPal kaufen. Die Nutzerschaft, die man jetzt nicht erreicht, gewinnt man auch nur später schwer für sich. Auf der anderen Seite erlebt Square gerade im wichtigsten Markt, nämlich in den USA, einen Aufschwung, auch im Zusammenhang mit möglichen Bitcoin-Käufen. Die steigende Beliebtheit in den USA kann natürlich auch auf andere Regionen der Welt abstrahlen und bietet hier eben enormes Potenzial oder eine Chance für Wachstum. Die Marktanteile von Square bzw. die Ausweitung des Netzwerkes wird entscheidend sein für ihren Erfolg. Behaltet die Nutzerzahlen also deswegen stark im Auge. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech-Aktien, um keine News von den Börsen dieser Welt zu verpassen. Der Kanal versorgt dich mit kleinen Aktienanalysen und sorgt mit guten Memes auch immer wieder für gute Laune. Im Umsatz von Square sehen wir im Jahr 2020 einen deutlichen Anstieg auf beinahe 10 Milliarden Dollar Umsatz. 2019 waren es weniger als 5 Milliarden. Dennoch, auch in den Jahren davor, ist relativ konstantes Umsatzwachstum erkennbar, was positiv ist. Wie kommt jetzt dieser sprunghafte Anstieg in 2020 zustande und wird dieses Wachstum auch anhalten? Die Antwort auf die letzte Frage ist: nein, nicht unbedingt. Wir sehen hier in dieser Grafik die Verteilung der Umsätze von Square nach Segmenten. Blicken wir kurz auf das Jahr 2018. Wir erkennen, dass der Umsatz mit Transaktionen die wichtigste Säule ist. Transaktionsumsätze sind im Wesentlichen alle Bezahlvorgänge. Für alle Zahlungen mit Kreditkarten berechnet Square beispielsweise 2,75%. Wenn eine manuelle Eingabe notwendig ist, sind es sogar 3,5% plus 15 Cent. Wenn man jedoch verschiedene Abo-Modelle nutzt oder eben Square-Hardware verwendet, kann dieser Preis auch niedriger sein. Die Transaktionen machen hier 2018 beinahe 2,5 Milliarden Dollar Umsatz aus. 2020 sind es bereits mehr als 3,2 Milliarden. Auch die Umsätze mit Abonnements und Services wachsen. Diese Umsätze sind zum Beispiel laufende monatliche Einnahmen aus der Nutzung von Services wie Payroll, bei der die Gehaltsabwicklung der Angestellten über Square läuft, aus Square Capital oder Instant Deposit. Wenn ein Verkäufer Zahlungen erhält, dann ist das Geld erst nach mehreren Tagen auf seinem Bankkonto. Mit Instant Deposit kann man gleich über das ganze Geld verfügen. Die Umsätze hier sind also von gut 0,5 Milliarden in 2018 bis 2020 auf über 1,5 Milliarden Dollar angestiegen.
Sie haben sich also verdreifacht. Die Umsätze mit Hardware sind ebenfalls leicht angestiegen, aber im Gesamtkontext sehr unwesentlich. Zu Hardware zählt beispielsweise die Technik, die im Store vor Ort eingesetzt wird, um eben die Kreditkarten auszulesen. Wir haben aber immer noch keine Erklärung für den rasanten Anstieg des Umsatzes in 2020 gefunden. Aber hier an dieser Grafik ist es ja eigentlich offensichtlich, nämlich Bitcoin. Seit 2018 bietet Square seinen Nutzern an, Bitcoin in der Cash-App zu kaufen, während die Umsätze 2018 noch unwesentlich waren. Klar, der Bitcoin-Kurs hat damals auch einen kompletten Abwärtstrend hingelegt, konnten 2019 immerhin 0,5 Milliarden Dollar Umsatz damit erzielt werden. 2020, mitten im erneuten Bitcoin-Hype, waren es dann mehr als 4,5 Milliarden Dollar. Somit war Bitcoin 2020 das umsatzstärkste Segment von Square. Das heißt aber auch, da nach jedem Hype, vor allem bei Bitcoin, auch hin und wieder und meistens sehr lange eine Durststrecke folgt, wird dieses Wachstum in dieser Form sicherlich nicht so kontinuierlich weitergehen. Zumindest nicht in diesem Segment. Das Wachstum in den anderen Segmenten ist stark davon abhängig, wie gut sich Square vermarkten kann und wie gut sie neue Märkte erschließen. Bitcoin ist aber sicherlich ein guter Marketing-Move gewesen, um mehr Nutzer auf die Cash-App zu holen. Denn wenn wir uns die Margen der einzelnen Segmente anschauen, dann sehen wir, dass Bitcoin mit einer 2% Marge fast überhaupt keinen Beitrag zur Profitabilität von Square leistet. Im Gegenteil, es zieht die Gesamtmarge eher runter. Noch schlimmer trifft es nur den Sektor Hardware, der wirtschaftet einen Verlust von mehr als 50% ein. Das heißt, die Kosten für die Hardware, die Square eben den Kunden anbietet, sind 50% höher als die Einnahmen, die sie damit erzielen. Das war aber beabsichtigt, da Square seit langem geplant hat, die Hardwarepreise zu reduzieren, um mehr Kunden zu gewinnen. Das heißt, auch hier steckt im Prinzip ein Marketinginteresse dahinter, um mehr Netzwerkeffekte zu erzielen und mehr Nutzerschaft zu gewinnen. Kein schlechtes Prinzip. Die beste Marge mit mehr als 80% legt das Segment der Abonnements und Services hin. Die Transaktionen kommen auch auf mehr als 40%. Das Unternehmen erzielt praktisch keinen operativen Gewinn, sondern schwankt hier nahe der Null. Das ist auch durchaus beabsichtigt. Ähnliches gilt auch für den Jahresüberschuss bzw. Verlust, je nachdem auf welches Jahr man blickt, wobei dieser 2019 auch positiv ist. Das liegt daran, dass Square den firmeneigenen Restaurant-Lieferdienst Caviar, den ich eben schon erwähnt habe, an DoorDash für 410 Millionen Dollar in Aktien und Cash verkauft hat. Square hatte Caviar für weniger als 100 Millionen Dollar übernommen, insofern ein guter Deal. DoorDash ist mittlerweile der größte Lieferdienst für Lebensmittel in den USA, insofern hat sich der Verkauf hier gelohnt und Caviar passt auch sicherlich gut dahin. Manchen mag es zwar vielleicht irritieren, dass Square Caviar so schnell wieder verkauft hat, dass Square dank Caviar aber eine Software für die Zusammenarbeit von Restaurants und Lieferdiensten entwickeln konnte, die beispielsweise eben auch DoorDash nutzt, haben sie aus Caviar das Bestmögliche für ihr Geschäftswesen herausgeholt. Zumindest könnte man sich das so einreden, wenn man möchte. Jedenfalls führt dieser Verkauf hier zu einem positiven Wert in dieser Grafik. Die Fremdkapitalquote ist branchenüblich hoch, da Square ja mittlerweile auch eine Banklizenz besitzt, kann man durchaus von branchenüblich sprechen. Die Fremdkapitalquote ist seit 2015 allerdings relativ stetig gestiegen, zuletzt eben auf 72%. Das KGV ist zudem auch nur einen kurzen Blick wert. Aufgrund des geringen Gewinns liegen wir hier teilweise bereits bei einem KGV von jenseits der 500. Das KGV beschreibt allerdings sehr gut, dass Square absolut gehypt worden ist und natürlich jetzt auch stark abliefern muss in Form von Wachstum in ihren Kennzahlen. Für dieses Wachstum zählt vor allem eins, Marketing. Und da haben sie in den vergangenen Jahren ähnlich wie im Umsatz stark angezogen. 2020 legten sie für Marketing und Sales mehr als 1 Milliarde Dollar auf den Tisch. 2019 waren es noch mehr als 600 Millionen gewesen. Unter anderem wegen dieser Ausgaben fällt der Gewinn natürlich auch relativ gering aus. Das Wachstum in den Nutzerzahlen und damit das Wachstum der Netzwerkeffekte ist hier aber das A und O und so ziemlich die wichtigste Kennzahl von Square. Die Geschäftskunden von Square, die eben die Hardware und Software von Square nutzen, um beispielsweise eben Kreditkartenzahlungen abzuwickeln, sind überwiegend aus dem Segment Essen und Trinken, also eben Restaurants, Gastronomie generell. Der Einzelhandel folgt mit ca. 16%, während 15% aus dem Sektor der Dienstleistungen stammen. Insgesamt ist die Nutzerschaft unter den kleineren und mittleren Unternehmen in den USA breit gestreut. Essen und Trinken bedeutet natürlich auch einen starken Einfluss durch Covid-19. Das sieht man hier auch im Bruttozahlungsvolumen von Square. Wir sehen hier im zweiten Quartal 2020 einen heftigen Einbruch. Hier konnten nur 22,5 Milliarden Dollar an Zahlungen transferiert werden, während es in Q4 2019 noch mehr als 28 Milliarden waren. In Q3 2020 konnte jedoch bereits wieder ein neuer Rekord von mehr als 30 Milliarden Dollar an Zahlungsvolumen erzielt werden. Auch in Q1 2021 konnte ebenfalls nochmal stark nachgelegt werden. Setzt man das Zahlungsvolumen in einen zugegebenermaßen nicht ganz fairen Vergleich zu PayPal, dann sehen wir, dass Square hier praktisch eher an Boden verloren hat. Klar, PayPal ist weltweit aktiv, es zeigt dennoch, dass Square mit seinem ausschließlichen Fokus auf die USA eben aktuell keine ernsthafte Konkurrenz darstellen kann. Square erzielt also ein gutes Umsatzwachstum,
und nachvollziehbarerweise keinen Gewinn, auch aufgrund eben dieses starken Wachstumskurses. Dennoch ist ein Teil des Umsatzwachstums eher auf den Bitcoin-Hype zurückzuführen, der allerdings kaum Gewinn einbringt, wobei die Zahlungsvolumina über die Square-Plattform weiterhin zunehmen. Das ist uns im Segment der Kennzahlen ebenfalls 3,5 von 5 Sterne wert. Und damit wären wir bei den Risiken von Square. Das erste Risiko liegt in den ausbleibenden Netzwerkeffekten in den USA. Square weist durch seine Kombination aus ihrem Geschäft mit den Händlern und der Cash-App, die sich an den Endkunden richtet, ein sehr gutes Geschäftsmodell aus. Dennoch wichtig ist, dass sich die App weiter verbreitet. Je mehr Nutzer Cash-App hat, desto sinnvoller ist es für Händler, auch auf die Produkte von Square umzusteigen und umgekehrt. Um dabei gegen die Konkurrenten Venmo und PayPal anzukommen, PayPal ist fast in jedem Online-Store hinterlegt, müssen sie vor allem eben die Sparten wie Restaurants, Bars, Cafés, Einzelhändler etc. noch besser einfangen. Wenn das Wachstum aufhört oder die Konkurrenz wieder stärker wächst und gleichwertige Produkte vielleicht sogar anbietet, kann das Wachstum bei Square schlagartig abbremsen. Hierbei sehe ich eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 50% bei einer Schadenshöhe von 9. Ein Ende des Wachstums in den Nutzerzahlen kann auch einen immensen Kursabrutsch bedeuten. Dagegen wirkt Square eben mit steigenden Werbeausgaben, Benefits für ihre Händler, die eben die Hardware nutzen, und neuen Funktionen in der Cash-App, wie zum Beispiel Bitcoin und Aktien. Zu den verbesserten Netzwerkeffekten oder eben einer ernsthaften Konkurrenz zu anderen Zahlungsanbietern gehört selbstverständlich auch die Expansion nach Europa oder Asien oder eben auch Südamerika. Hier treffen sie allerdings auf Länder und Menschen mit anderen Vorlieben und Verhaltensweisen und Gewohnheiten beim Bezahlen. Ob sie ihre Strategie, die App für Zahlungen, Vermögen etc. zu sein, dort so umsetzen können oder adaptieren können, ist fraglich. Auch der Aufbau eines ähnlichen Händlernetzwerkes im KMU-Bereich, also im Bereich von kleineren und mittleren Unternehmen, ist sicherlich aufwendig und skaliert sicherlich nicht so gut. Daher schätze ich hier die Eintrittswahrscheinlichkeit auf 40% und die Schadenshöhe ebenfalls auf 9. Der aktuelle Kurs rechtfertigt definitiv nicht, dass Square sich nur auf die USA fokussiert, sondern sie müssen schon expandieren. Das letzte Risiko ist Bitcoin, nicht deshalb, weil Square es in seiner Cash-App zum Handeln anbietet, das ist eher positiv, um neue Nutzer anzulocken, sondern dass Square Bitcoin auch in seinen Bilanzen hält. Zwar haben sie einige tausend Bitcoins gekauft, als der Kurs bei ca. $11.000 lag, also verhältnismäßig günstig. Dennoch ist der Kurs von Bitcoin sehr volatil und sollte Square die Liquidität aus den Bitcoins benötigen, kann es sein, dass sie zu ungünstigen Zeitpunkten verkaufen müssen. Sicherlich ist auch das wieder die Aufnahme von Bitcoin in ihre Bücher ein attraktiver Marketing-Gag oder eine Marketingaktion. In volatilen Zeiten kann das sicherlich aber auch ein kleiner Nachteil sein. Dennoch sollte man das Risiko auch nicht überbewerten. Dass sie hin und wieder zu ungünstigen Zeitpunkten verkaufen müssen oder werden, ist zwar sehr wahrscheinlich, daher gebe ich hier 70% Wahrscheinlichkeit, dennoch ist die Schadenshöhe hier mit 3 recht gering. Insgesamt vergeben wir in der Kategorie der Risiken 2,5 von 5 Sterne. Die Risiken sind nicht zu verachten, gleichzeitig liegt natürlich in den ersten beiden Risiken vor allem auch eine große Chance begraben. Sollten sie es schaffen, den Markt in den USA stärker zu penetrieren und gleichzeitig international neue Märkte zu erschließen, liegen hier sicherlich auch große Potenziale. Diese sind allerdings zum Teil mit Sicherheit im Kurs eingepreist. Sollte es hier also schlechte Expansionsneuigkeiten geben, sage ich mal, kann das den Kurs der Square-Aktie auch schnell wieder nach unten ziehen. Apropos Expansion. Wie bereits eben schon erwähnt worden ist, Kanada, Großbritannien, Australien und Japan stehen eben aktiv auf der Liste von Square. Doch der Wachstumsdruck führt das Unternehmen auch in andere Länder. Den ersten Schritt auf das Festland Europa machte Square 2020. Sie kauften die spanische Payment-App Verse, die Zahlungen zwischen Nutzern ermöglicht. Diese soll zukünftig in das Ökosystem der Cash-App einfließen. In einer Stellenanzeige von Verse heißt es, die neue Partnerschaft der beiden Firmen werde das Wachstum unseres Unternehmens in der gesamten Europäischen Union verstärken. Ein weiterer Plan ist Satispay. In einer Finanzierungsrunde sammelte diese italienische Payment-App $100 Millionen ein. Square ist hier mit 18 Millionen Euro einer der größeren Investoren. Über die App lässt sich ebenfalls Geld zwischen Freunden hin und her schicken. Außerdem kann man in ausgewählten Ländern damit bezahlen. Nach eigenen Angaben zählt das Unternehmen bereits 1,3 Millionen Nutzer, vor allem im Heimatmarkt in Italien. Square hat sich unter anderem auch an einem smarten Ring mit dem Namen Aura, beziehungsweise das Unternehmen heißt Ura oder Aura aus Finnland. Mit Aura lässt sich unter anderem der Schlaf tracken und zukünftig soll man mit diesem Ring aber auch bezahlen können.
Insgesamt sieht der Markt für mobile Transaktionen, zurück wieder im Heimatland von Square, also in den USA, ein stetiges Wachstum vor, laut eMarketer. Bis 2023 soll der Transaktionswert für mobile Zahlungen in den USA bei über 220 Milliarden $. Liegen. 2020 waren es noch knapp 130 Milliarden. Beschäftigen wir uns einmal damit, woher das Potenzial zum Wachstum im Heimatmarkt kommt. In einer Statista-Marktforschung kam heraus, dass mehr als 10% der Befragten aus den USA im Jahr 2019 nichts mit dem Thema Mobile Payment anfangen konnten. Mehr als 25% kennen den Begriff, aber nutzen kein Mobile Payment. So gesehen ist der Markt mit knapp 40%, zumindest wenn man jetzt nach dieser Befragung geht, noch nicht erschlossen. Immerhin finden es aber mehr als 40% eher attraktiv und beinahe 30% sehr attraktiv, Zahlungen mit dem Smartphone zu tätigen. Knapp 30% der Befragten sagen allerdings auch, dass sie es eher unattraktiv oder sogar sehr unattraktiv finden. Hier zeigt sich eben auch, dass sich Gewohnheiten, wie eben die Vorliebe für Bar- und Kreditkartenzahlungen, nur sehr langsam ändern. Deshalb ist es doppelt wichtig, wenn die Menschen von der Barzahlung oder der Kreditkartenzahlung auf das Smartphone umsteigen, dass Square genau hier den Einstieg bildet und nicht etwa die Konkurrenz vorne steht. Die größten Ängste bei der Nutzung von Mobile Payment bzw. die Gründe, warum einige eben noch nicht umgestiegen sind die Sorge um persönliche Daten. Tatsächlich behaupten aber auch mehr als 40% sogar, dass Kartenzahlung einfacher wäre. Was interessant ist und nochmal unterstreicht, dass Gewohnheiten eine Riesenmacht in diesem Segment haben. Mehr als 27% geben sogar direkt an, dass sie keine Gewohnheit in der Zahlung mit dem Smartphone entwickelt haben und es deshalb nicht nutzen. Die Situationen, in denen Nutzer in den USA am liebsten auf Mobile Payment zurückgreifen würden, sind beim Lebensmitteleinkauf an der Tankstelle, in Restaurants und Cafés oder bei Bekleidungsgeschäften. Alles natürlich Bereiche, in denen Square mit seinem B2B-Angebot aktiv ist, speziell bei den Restaurants und Cafés. Mobile Payment in Online-Shops ist natürlich vor allem auch schon durch PayPal und Co. abgedeckt. An den sogenannten Point of Sales im echten Leben hingegen haben sie dadurch, dass sie sowohl ein Angebot für Händler als auch für Nutzer ihrer Cash-App bieten, gute Chancen, zumindest in den USA, wo ihr Händlernetz so stark ist. Weltweit steigt jedoch ebenfalls natürlich die Zahl der mobilen Transaktionen. 2023 soll es dabei zudem mehr als 1,3 Milliarden Nutzer von Mobile Payment Angeboten geben. Aktuell liegen wir aber schon bei 1 Milliarde und das Wachstum in den vergangenen Jahren im weltweiten Markt flacht etwas ab. Mobiles Bezahlen hat sich weltweit bereits so stark etabliert, dass der Schwung der ersten Jahre im Wachstum natürlich verloren ist. Dabei muss man allerdings realistisch sein, ob Square hier eine Expansion raus aus den USA in die Märkte schafft, die bereits durch andere Angebote dominiert werden, ist fraglich. Dennoch, am zuvor genannten Beispiel der Apps aus Italien und Spanien, die sie gekauft haben oder sich daran beteiligt haben, sieht man, dass Square eine Strategie hat, um in diese Märkte auch einzusteigen. In der Prognose für Square gebe ich daher aufgrund der großen Chance, die sich durch die Expansion bietet, aufgrund der Potenziale, die sie sich durch ihre Händleraktivitäten auch in den USA erarbeitet haben, aber auch unter Abwägung, dass der Markt insgesamt ein bisschen an Wachstumskraft verloren hat, 3,5 Sterne. In der Marktposition habe ich 3,5 von 5 Sterne vergeben, achtet hier vor allem auf die steigenden Nutzerzahlen und das Bruttozahlungsvolumen. Für die Kennzahlen gab es ebenfalls 3,5 von 5 Sterne. Das Umsatzwachstum ist zwar intakt, allerdings gilt es, den Sondereffekt Bitcoin zunächst einmal als reine Werbung für die Plattform abzuschreiben. In der Kategorie Risiko habe ich 2,5 von 5 Sterne vergeben, auch wenn die Risiken natürlich auch parallel immer wieder eine Chance für Kurswachstum bieten. In der Prognose gab es dann immerhin noch 3,5 von 5 Sterne. Zu 4 Sternen konnte ich mich hier nicht durchringen, da der weltweite Markt hier extrem umkämpft ist und einer Expansion von Square viele Konkurrenten im Weg stehen. Im Durchschnitt erhalten wir 3,25 Sterne, die wir auf 3,5 Sterne aufrunden. Meine persönliche Meinung dazu oder zur Square-Aktie: Aktuell sehe ich Square immer noch als sehr hoch bewertet an. Man darf nicht vergessen, dass all die Chancen und Hoffnungen in Square bereits im Preis eingepreist sind. Die Hoffnung auf Expansion, auf weiteres Wachstum in den USA etc. Schlechte Wachstumsneuigkeiten können hier den Kurs stark negativ beeinflussen und News von neuen Nutzer- oder Umsatzrekorden könnten teilweise kaum positive Effekte haben, da die Aktie diese eben schon eingepreist hat. Auch der starke Umsatz durch Bitcoin wird in einer schlechten Bitcoin-Phase wie 2018 wohl zurückgehen. Hat bei 2% Gewinnmarge aber sowieso kaum eine Bedeutung. Dennoch liegt die Aktie seit längerem in meinem Portfolio und ich werde sie auch weiterhin halten. PayPal ist in meinem Portfolio alleine schon durch entsprechende Momentum-ETFs aktuell, jedoch generell stärker gewichtet, viel stärker gewichtet. Bei Square setzt man auf die kleine Chance, dass sie international extrem stark wachsen und der Trend in den USA weiterhin anhält. Wie mehrfach im Video erwähnt, Gewohnheiten von Nutzern ändern sich äußerst selten und ob genügend Leute, auch vor allem in Europa, von PayPal nochmal umsteigen, ist fraglich.
Falls doch, liegt hier natürlich die Chance von Square. Das Risiko ist jedoch immens, weswegen Square in meinem Portfolio lediglich einen ganz kleinen Teil annimmt. Die Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche Aktie bzw. welchen ETF ich in der kommenden Woche analysieren soll. Vergesst nicht, den Abo-Knopf zu drücken, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin bleibt gesund. Dieses Video ist keine Finanz- oder Anlagenberatung. Für jegliche Verluste durch den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren können wir nicht haftbar gemacht werden. Die Videos dienen einzig und allein der Unterhaltung.